fühle mich wirklich als Bauer. Jetzt fühle ich mich als Bauer. Jetzt darf ich endlich mal das umsetzen, was ich schon immer wollte, die eigenen Tiere behalten auf dem Betrieb und mit denen leben. Meine Betriebszweige sind die Betreuung von psychisch beeinträchtigten Menschen, der Lebenshof, der bestückt ist mit Tieren von meiner Vergangenheit, als ich noch Tiere geschlachtet habe. Und die leben jetzt hier als meine Co-Therapeuten. Ein weiterer Betriebszweig ist der Ackerbau, Hafer, Dinkel. Und dann habe ich noch viel Biodiversität, da lege ich auch großen Wert darauf. Und dann haben wir noch den Agrotourismus, eine Bubble und einen Schäferwagen, die wir vermarkten. Einerseits bin ich so aufgewachsen und es ist normal. Andererseits sehe ich auch, dass es nicht normal sein kann. Ich kann die bringen zum Schlachthof. Ich habe auch schon selber Tiere geschlachtet. Ich kann das, aber ich mache es nicht gerne. Und wenn ich es vermeiden kann, wieso mache ich es dann nicht? Schlachten hat man einfach gemacht, weil man es musste, auf Deutsch gesagt, wegen dem Geld natürlich. Es geht ja schlussendlich alles ums Geld. Aber jetzt sind wir in einer so einer glücklichen Situation. Wir haben so eine gute Unterstützung von anderen Orten, wo wir unterstützt werden. Und das finde ich, das ist Hammer. Das ist wirklich ein schönes Gefühl, dass man weiss, dass man so weitergehen kann, dass man so den Betrieb umstellen kann auf Lebenshof. Und das war eigentlich schon das Ziel, das ich immer hatte. Immer. Das war so. Und jetzt habe ich es. Jetzt darf ich das Ziel erleben. Ich bin 53. Wenn ich gesund bleibe, kann ich es noch 14 Jahre lang machen. Das ist eigentlich schon mein Ziel. Ja. Wir haben knapp 20 Hektare Land. Das heisst, wir machen auch ziemlich Ackerbau. Durch die Umstellung haben wir jetzt vermehrt direkte Lebensmittel herstellen statt Tierfutter, wie wir vorher vermehrt gemacht haben. Dort ist dazu gekommen, was machen wir jetzt? Senf, Lupinen, Soja haben wir schon vorher gehabt. Linsen, die wir auch neu machen. Urdinkel und Weizen haben wir schon vorher gehabt. Jetzt machen wir für einen Nachbar Biobauer, der selber Teigwaren machen will, Hartweizen zum ersten Mal. Schauen wir, wie das funktioniert. Eben, man kann sicher auch noch sagen, dass wir auch so die Biodiversitätsförderflächen ausbauen. Also, wo in der Schweiz jeder Bauer muss haben, wo wir halt finden, ist eine sehr wichtige Aufgabe von einem Landwirtschaftsbetrieb. Und wir wollen dem einfach noch viel mehr Gewicht geben. Und das ist uns jetzt auch mehr möglich, durch das, dass wir auch nicht mehr so hohe Tierbestände haben. Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, dass wir auch zeigen wollen, was man dann isst, wenn man keine tierischen Produkte mehr isst. Eben darum auch all die Kulturen, die er vorher aufgezählt hat. Also ich habe das einfach immer schlimm gefunden, wenn man der Kuh ihr Kalb direkt nach der Geburt weggenommen hat. Weil Kühe sind eigentlich so hochsoziale Tiere, die brauchen eigentlich den Kontakt und das Kalb braucht Mutterliebe. Und ich habe das immer, mir hat es immer wehgetan, die Kälbchen dann von der Mutter zu trennen. Nur damit wir dann die Milch trinken können und dem Kalb, wo sie eigentlich zusteht, die Milch wegnehmen. Hinter der Produktion der Hafermilch kann ich stehen. Und hinter der Produktion der Kuhmilch ist es mir schwer gefallen, dahinter zu stehen, aus ethischen Gründen. Und es kommen auch Leute, die sagen, hey, eure Hafermilch ist die beste, und das macht einem dann schon auch stolz. Die Hühner waren unser Auslöser für die Transformation. Und wir möchten sie eigentlich auch weiterhin als Botschafter einsetzen für das, was wir erreichen mit unserem Lebenshof. Nämlich, dass man einfach mehr ein Mitgefühl hat mit den Tieren und dass auch Themen aufgedeckt werden rund um Legehühner. Und als solches wenn wir auch Geschichten rund um das weitererzählen, aus eigener Erfahrung. Ja, einfach zeigen, dass auch die Hühner einen anderen Umgang verdient haben. Also die Erlebnisse, die ich hatte, als ich die Tiere in die Metzg bringen musste,
die sind zum Teil für mich emotional gewesen. Sehr emotional. Ich habe eine Geschichte, das war eine Kuh, wo ich den Betrieb umgestellt habe auf eine andere Rasse. Und das ist die zweitletzte Kuh. Und mit der hatte ich auch einen recht guten Bezug. Es war ein sehr liebes Tier. Und ich mag mich erinnern, als ich die in den Schlachthof bringen musste, konnte sie am Morgen früher bringen. Der Metzger war noch nicht rum. Ich bin hergefahren, habe am Viehanhänger den Deckel aufgetan und habe gesagt: «Jolita, es tut mir leid. Ich konnte die Kuh fast nicht zum Anhänger ausbringen. Die ist im Anhänger demonstrativ im Anhänger innen abgelegen und hat mich so angeschaut und gesagt: «Es tut mir so leid, aber ich kann nicht anders. Es tut mir mega leid, ich will es nie mehr machen, aber ich kann nicht anders.» Und das war auch eine Situation, wo mir das Herz mehr als gebrochen hat. Ich habe mir gesagt, ich will das am liebsten einfach nicht mehr machen, das Schlachten. Das ist für mich immer mehr ein Problem geworden. Und dann hat mir irgendwann gesagt, ja, jetzt muss man einfach einen anderen Weg suchen. Oder? Und ich habe am Anfang ein bisschen gezögert, noch ein bisschen gewartet. Und irgendwann habe ich mich mal bei der Sarah Heiligtag gemeldet. Und so hat das eigentlich angefangen. Transformation bezeichnet eigentlich den Prozess von einem landwirtschaftlichen Betrieb, der bis zu dem Tag Tiere ausgebeutet hat, sei es für Eier, Milch oder Fleisch, und sich jetzt auf eine Reise begibt in eine friedliche Zukunft auf seinem Betrieb, wo keine Tiere mehr ausgebeutet werden, wo aber ganz klar in der Landwirtschaft haften bleibt, wo mit dem landwirtschaftlichen Schaffen sein Einkommen generiert. Transformation ist eigentlich also die Beschreibung von der Transformation vom eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Idee der Transformation ist 2017 entstanden, als ein Landwirt uns kontaktiert hat und gesagt hat: Das, was ihr macht mit eurem Hof, wir haben nämlich selber einen produzierenden landwirtschaftlichen Betrieb, das möchte ich auch machen. Ich möchte mit Tieren zusammenleben, aber ich möchte keine Tiere ausbeuten. Könnt ihr mir helfen, diesen Weg zu gehen? Aus dieser Idee, die wir so tollkühn, aber auch so toll fanden, ist dann 2 Jahre später wirklich dieser Begriff Transformation entstanden, der bis heute, 2023, 130 Betriebe komplett in die Umstellung begleitet hat. Viele weitere sind gerade am Entstehen. Als sie dann da war auf dem Hof, war mir das sonnenklar, was ich mache. Ich habe so viel schöne Energie gespürt und ich hatte so viel Zuversicht gespürt und ich wusste, ich bin nicht allein. Das war auch wichtig. Ich wusste, ich bin nicht allein mit dem Projekt. Ja, so braucht es gar nicht mehr so viel Mut, dies umzusetzen. Ja. Der Beginn einer Transformation ist oft dargesetzt, wo sich ein Landwirt oder eine Landwirtin erkundigt, ob das auf ihrem Betrieb auch möglich ist. Und dann erörtern wir am Telefon so die ersten Fragen und hören uns mal ein bisschen rein, wie ist die Situation, was ist das für ein Betrieb, was sind die Motivationsgründe und was sind so die Wünsche, Vorstellungen, wenn dann schon welche da sind. Manchmal ist es nur ein Wunsch, keine Tiere mehr zu töten oder auszubeuten. Manchmal ist es eine größere Vision, die schon dahinter steckt. Da hören wir uns schon ein bisschen dieses Ganze an. Dann aber fahren wir als nächsten Schritt unbedingt auf den Hof und schauen uns die ganzen Gegebenheiten an. Was ist möglich auf diesem spezifischen Betrieb, in dieser spezifischen Region, mit den Menschen vor Ort, mit den Gegebenheiten, mit allem, was den Hof umgibt, was aber auch den Menschen ausmacht, der dort ist. Und dann entwickeln wir Schritt für Schritt ein Konzept, immer mit dem Landwirt oder der Landwirtin zusammen. Und wir machen parallel eine Finanzanalyse, wie sieht die Situation jetzt aus finanziell, was wäre möglich, was bräuchte es vielleicht noch, um das Ganze solide aufzustellen, wenn man dann zukünftig eben keine Tiere mehr ausbeutet.
und was kann dieses ganze Konzept langfristig zum Funktionieren bringen. Die Unterstützung von Hofnarr ist etwas vom Grössten, was wir eigentlich haben, was uns Freude macht, Mut macht. Weil man kann mit praktisch jedem Problem zu ihnen gehen. Man bekommt Antwort, man bekommt Unterstützung, man bekommt Rat. Es wird einem geholfen bei Finanzierungen. Und das ist schon etwas, was man herausstreichen darf. Mein Vater hat gesagt, du spinnst, das kannst du nie machen, das funktioniert nie, ich sage das. Zuerst hat es so mal bei mir geheißen, ja, sie macht ein Jahr. Dann hat es geheißen, ja, jetzt macht sie macht nur noch 2 Jahre. Und dann hat es geheißen, ja, wie macht die das? Und inzwischen sagen sie nichts mehr. Anscheinend, sie schauen viel, beobachten mich und sehen, es geht, ich helfe den Menschen, ich helfe den Tieren. Es funktioniert, wir verdienen Geld. Jetzt pachten wir noch einen zweiten Betrieb. Wir dort auch noch Getreide anbauen, haben 120 Bäume drauf, machen Schnaps. Den Versorgungsauftrag haben wir halt schon, dass wir etwas machen. Ich nehme das ernst. Und jetzt erzählt er anderen Leuten, wie stolz er auf mich ist, als ich das mache. Er, der gemolken hat, er, der gemetzelt hat, ist jetzt stolz auf eine Tochter, die einen Lebenshof hat und betreut. Das ist schon noch schön, finde ich selber. Das tut mir, ich finde es schön. Ja. Es gibt einzelne Leute, die gegen einen schiessen, das ist ganz klar, das ist auch normal. Da kann man auch irgendetwas sonst in der Landwirtschaft verändern oder einen anderen Betriebszweig aufbauen und wir erfahren Kritik. Wir haben aber wirklich die Erfahrung machen, dass über 90% der Kommentare sehr positiv sind. Schlussendlich haben wir es wirklich mit allen Nachbarn gut und auch im Kollegenkreis sind das wenige, die kritische Stimmen geäußert haben. Und wenn, dann hat man das diskutieren und mittlerweile sind eigentlich alle mit dem einverstanden, was wir machen. Und Kollegen verloren in dem Sinn haben wir erkannt. Die Leute wollen anfangen umstellen. Ich bin überzeugt, sie wollen anfangen umstellen. Ich merke es. Im Kopf, sie ertragen das nicht mehr. In den Medien merkst du es ja, es sind sehr viele Diskussionen. Oder? Viel stellt das Tierwohl im Mittelpunkt und ist mir viel wichtiger als früher. Und die haben Freude und unterstützen. Ich glaube es fest, das hat etwas mit ihrer Freude daran zu tun, an dem, was wir machen. Also was unsere Vision ist Mensch und Tier in Frieden zusammenzuleben. Und dann sollten wir im Paradies sein. Dann wären wir im Paradies, wenn wir alle würden so leben. Das wäre doch wunderschön. Das Schönste, was es geben könnte. Falls es dich in irgendeiner Form interessiert und du mit dem Betrieb neue Wege würdest gehen, melde dich jederzeit bei uns. Wir freuen uns, dich zu beraten oder sogar zu begleiten.